Willkommen zu Underplayed Commander Spotlight. Diese Woche mit Karona, Fails God. Karona, die falsche Göttin. Das ist schon ein sehr ehrfurchtsgebietender Titel. Und wenn man sich überlegt, dass Karona der Zusammenfluss sämtlichen Manas von Dominaria ist, wird sie diesem Titel durchaus gerecht. Doch nicht nur ihre Position in der Geschichte von Magic lässt sie ehrfürchtig erscheinen, sondern auch ihre Fähigkeit, die sie von sämtlichen anderen Kommandeuren, die mir bekannt sind, unterscheidet. Denn Karona hat die einzigartige Fähigkeit, zu Beginn jedes Versorgungssegments unter die Kontrolle des Spielers zu kommen, der gerade am Zug ist. Dazu hat sie Eile und eine Fähigkeit, die sie besonders attraktiv macht, für jeden Spieler, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, ein Volk zu spielen, das in Magic unterrepräsentiert ist, bzw. keinen vernünftigen General an seiner Spitze hat. Karonas zweite Fähigkeit erlaubt es, dem kontrollierenden Spieler, wann immer sie angreift, einen Kreaturentyp zu bestimmen, der bis zum Ende des Zuges +3/+3 bekommt. Unter diesen Gesichtspunkten sind die 743 Decklisten auf EDHREC eventuell etwas irreführend. Behandle ich in diesem Format doch nur Generäle, die meiner Meinung nach unterrepräsentiert sind. Auf Karona trifft das in gewisser Weise auch zu, denn die 743 Decklisten lassen zwar vermuten, dass sie relativ populär ist, aber sie ist eben populär als Kopf für Stammesdecks, die keinen eigenen Commander haben und die in den seltensten Fällen wirklich Bezug auf Karonas einzigartige Fähigkeit, die Kontrolle zu wechseln, nehmen. Als großer Fan von Karona finde ich das natürlich besonders schade. Auch da Karona einen der wohl potentesten Voltron-Kommandeure abgibt, der sich in seiner Spielweise deutlich von anderen populären Voltron-Kommandeuren wie Rafik oder Uril unterscheidet. Commanderschaden wird nämlich nicht auf dem Konto der Spieler, sondern auf dem Konto des Generals verrechnet. Das hat zur Folge, dass 3 Treffer von Karona üblicherweise das Ende bedeuten, sie aber in jedem Zug jedes Spielers angreifen kann, womit die 21 Commanderschaden relativ schnell erreicht sind. Dass diese Strategie ziemlich zweischneidig ist, zeigt sich daran, dass auch wir selbst von Karona nur 3 Treffer abbekommen müssen, damit uns das Zeitliche segnet. Deswegen gefällt mir Karona in einem Deck am besten, das sich in guter alter Pillow-Fort-Manier mit Karten wie Ghostly Prison, Propaganda oder den Gelübden War of Wildness, War of Light und so weiter vor der eigenen Karona schützt. Ich vergleiche Karona gerne mit einer relativ koketten Freundin, die mit jedem einmal anbandelt, einen aber schlussendlich nie betrügt. Und jeder von uns weiß, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Diese Kontrolle kann man mit den Verzauberungen relativ gut aufrechterhalten, unterstützt sie am besten aber auch noch mit Kreaturen wie Nebelbank, Champion der ewigen Morgenröte oder Seraph des Schwertes, um nur ein paar zu nennen, die keinerlei Kampfschaden bekommen, wann immer sie Karona blocken. So ist man weitestgehend vor Karona geschützt und kann sich den interessanteren Dingen widmen. Zum Beispiel Politik. Politik spielt eine wichtige Rolle in einem Deck, das sich auf diese Art und Weise mit Karona befasst. Denn da Karona jede Runde nur allzu bereitwillig die Kontrolle wechselt, sind gerade die Spieler, die über genügend Zack-Outlets verfügen, eine arge Bedrohung, wenn man sie nicht durch Karten wie Scherbenmauer gewogener stimmt. Schließlich hat man nicht immer den Zugriff auf Kreaturen wie Jubilierender Engel, ein Artefakt wie Kampfanzug oder Karten wie Gruul-Amulett oder Weg nach Hause, die es einem mehr oder weniger erlauben, Karona vor diesen Zack-Outlets zu schützen. Gelingt einem dies konsequent, hat man in Karona eine Generälin, die sich in keinem Fall hinter anderen Voltron-Größen zu verstecken braucht. Wahrscheinlich ist Karona, die falsche Göttin, die bekannteste Commander-Kreatur, zu der ich jemals ein Video in diesem Format mache. Doch der Zeitpunkt scheint mir genau richtig, denn wie wir alle wissen, werden wir im Laufe des Jahres nach Dominaria zurückkehren und höchstwahrscheinlich auf altbekannte Gesichter treffen. Da würde es mich natürlich freuen, wenn das Interesse in Karona neu entfacht wird und sich vielleicht mehr Leute um ihre Einzigartigkeit kümmern würden, als um ihre Fünffarbigkeit. Und in diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.